YouTube testet aktuell ein anderes Anzeigenformat für Shorts im Mobile Feed. Dort wird statt einem einzelnen Short, der dann immer wieder repeating nach unten vorgeschlagen wird, ein 2x2 Grid vorgeschlagen. Habe ich euch einfach mal als Screenshot mitgebracht. Ausgerollt werden soll das Ganze bis zum 15. August. Wenn ihr das also aktuell noch nicht auf eurem Handy seht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Finde ich, ist eigentlich eine ganz nette Darstellungsweise, und wenn man direkt 4 Shorts sieht anstatt einem, dann bleibt natürlich auch mehr Platz für, richtig, Videos und Streams. Dann haben wir ja bereits die Tage, beziehungsweise vorletzten Patreon besprochen, das Title Suggestion Tool. Das soll nämlich bis zum 16. August, also einen Tag später, für alle englischsprachigen Kanäle released werden. Und an der Stelle haben wir tatsächlich noch ein paar mehr Informationen bekommen, denn es soll sich nicht um ein Title Generation Tool, sondern um ein Title Tweak Tool handeln. Soll heißen, ihr werdet erstmal, wenn ihr ein Video hochladet, keine Suggestions bekommen, sondern es dauert etwas, bis YouTube die entsprechenden Transkripte verarbeitet hat und wird euch dann, unabhängig von dem Titel, den ihr eingegeben habt, weitere Vorschläge geben, wie man dieses Video nennen könnte. Finde ich ein sehr, sehr interessantes Konzept, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird, vor allem wenn MLA kommt. Leider haben wir dazu noch keine weiteren Informationen. Es gibt allerdings ein paar Lichtblicke für die Creator, die Shorts, Shorts createn letztendlich. Es gibt mittlerweile Direct Response Ads und Brand Awareness Ads über den Shorts Feed, die man in Google Ads buchen kann. Es könnte also sein, dass sich ein wenig der Shorts RPM erhöht. Warum sage ich ein wenig? Keine Sau bucht das. Ich meine, wir sind ja auch eine Werbeagentur, und wenn bei uns Werbung gebucht wird, ist es meistens In-Stream oder In-Feed-Werbung und keine Direct Response Ads und auch keine Brand Awareness Ads. Das tut mir einfach leid, ist halt einfach so. Was soll ich tun? Ne? Nehmt es mit einem Grain of Salt, sagt, okay, es ist jetzt zumindest möglich, dass man über den Shorts-Feed eine Werbung bucht, und dann, naja, was will man machen? Ne? Es ist in Ordnung. Gut. Wundervoll. Dann haben wir tatsächlich etwas gesehen, was so ein bisschen an uns vorbeigesneakt wurde, weil es tatsächlich auch ein Experiment ist. Und zwar wird mit einigen US- und kanadischen Creatoren getestet, ob man sogenannte 24/7-Streams, beziehungsweise YouTube nennt sie intern Stations, an den Mann bringen kann und ob das sinnvoll ist. Und zwar ist es eine Invite-Only-Funktion. Das soll heißen, man muss eingeladen werden, um das zu nutzen. Und man hat im Endeffekt seine komplette Content Library, die auf YouTube steht, zur Verfügung, und die kann man dann in einen 24/7-Stream verpacken, indem man halt einfach sagt, okay, ich möchte das Video, und die sollen sich dann halt immer wieder wiederholen. Interessantes System, ne? Für Deutschland wieder sehr, sehr schwierig, weil es ja ein programmatischer Stream wäre, der technisch gesehen mehr als 20.000 Menschen erreichen kann. Dann muss man wieder schauen, ob man dafür dann eine Rundfunklizenz braucht oder nicht, ne? Aber das ist ja alles Gott sei Dank im Medienvertrag geregelt, und ich glaube, zumindest nach meiner Rechtsauffassung, dürfte hier das Bagatell-Streaming nicht mehr greifen. Müssen wir natürlich erstmal gucken. Ist sowieso egal, weil es gilt ja erstmal nur für Creator aus USA und Kanada, und auch da nur Invite-Only. Also ich sag mal so, man kann an 2 Händen abzählen, wer das hat. Und ja, wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Wir werden es im Auge behalten, und vielleicht, wenn das entsprechende Interesse von eurer Seite da ist, dann können wir ja auch mal mit einem Anwalt quatschen, was es denn damit auf sich hat und wie sowas in Deutschland zu betrachten wäre. Gut. Machen wir weiter mit Dingen, über die ich schon mal gesprochen habe, nämlich Membership Early Access Videos. Soll heißen, Kanalmitglieder bekommen früher Zugang zu Videos, ne? Und das sollte eigentlich im späten Juli, Anfang August kommen. Wurde jetzt, hat einen Pushback bekommen zu Late September, also später September. Hier steht ein Datum dabei. Ich lasse es jetzt einfach mal raus. Ne? Wir behalten einfach mal im Hinterkopf, später September, Abfahrt. Ja, wenn es da ist, ist es da, dann werdet ihr es hier erfahren. Es ist aber nicht vergessen worden. Gut, dann haben wir etwas, was als Sensitive Experiment geflaggt wird, weil ich glaube, viele Creator da keinen Einfluss aktuell drauf haben werden, und weil das natürlich eine schwierige Geschichte ist. Gut. Es wird bei einigen Kanälen zuschauerseitig, das heißt, ihr Creator habt da kein Sagen mit oder drin, ein Shelf ausgerollt, das eine sogenannte For You-Page bildet auf einem Kanal.
Soll heißen, dann die Videos, die für den Zuschauer am besten sind, werden dann in diesem Shelf gefeatured und dann dem Zuschauer vorgeschlagen. Finde ich, ist eine schwierige Geschichte. Ne, vor allem, weil der Creator halt da nichts drin rumfuschen kann und man kann es auch nicht deaktivieren, solange es in der Beta ist. Ne, könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren dalassen. Ich bin da kein großer Fan von. Aber gut, Herrgott. Ich meine, man kann auch einfach am Ende des Videos sagen, gib dem Zuschauer das beste Video und Abfahrt. Das ist im Endeffekt das gleiche, nur dass das nicht in einer Reihe ist und dass niemand auf Kanalseiten geht. Ja, also ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Aufrufe über Kanalseiten wir bekommen und wie viele Leute tatsächlich eher über Search kommen und so weiter und so fort. Das heißt, take it with a grain of salt, ne? Macht da jetzt nicht die Mücke zum Elefanten, aber gut finde ich es nicht. Gucken wir mal weiter. Dann etwas, worauf die ganzen YouTube-Streamer vielleicht warten. Clips bekommen ein Update. Und zwar wird es einen weiteren Tab geben in eurem YouTube-Studio im Content-Tab. Und dort werden alle Clips von euch zu sehen sein, egal wer die gemacht hat. Und auch wie viele Aufrufe der jeweilige Clip bekommen hat, die dann entsprechend zu eurem Video dazugerechnet werden. Sehr, sehr interessante Geschichte. Ihr könnt natürlich dann auch den Clip kopieren, also den Link dazu, und irgendwo teilen auf Social Media und so weiter und so fort. Interessante Geschichte. In einer zweiten Phase wird es dann soweit sein, dass dann ein entsprechendes Clips Shelf angeboten wird auf eurer Kanalseite. Hier dann natürlich wieder die Geschichte, wie viele Leute gucken auf Kanalseiten. Aber ich sag mal so, wenn man weiß, dass dort Clips zu finden sind, vielleicht eine ganz nette Geschichte. Gut, außerdem wird nächste Woche noch ein Geheimtreffen stattfinden. Da bin ich mal gespannt, was sich da ergeben wird. Und wenn ich darüber sprechen kann, werde ich es tun. Und ja, das wäre es an dieser Stelle auch schon gewesen. Ich danke ganz recht herzlich fürs dabei sein. Hoffe natürlich, ihr habt etwas mitnehmen können. Bei Rückfragen bitte gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir da auch gerne was zu machen. Und ich habe was vorbereitet für den August. Ich glaube, das wird eine ganz interessante Geschichte. Ich schaue mal, dass ich da auch ein paar Videos dann entsprechend zu rausbringe. Ich habe auf jeden Fall jede Menge Community-Tab-Content für euch vorbereitet. Ich danke an dieser Stelle. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und haut rein.